Hey, ich bin's Pinky. Das Spiel wird ja immer teurer und teurer. Also in Anführungsstrichen. Aber ihr braucht immer mehr blaue Diamanten, ihr braucht immer mehr Speed-Ups, ihr braucht immer mehr Ressourcen, zumindest wenn ihr aktiv an Dingen teilnehmt. Um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, möchte ich zwei Themen ansprechen. Das eine ist das Thema Rebel Trains, um das es in diesem Video halt einmal gehen wird. Das andere ist das Thema Hyperfarm. Dazu mache ich vielleicht morgen, vielleicht auch erst nächste Woche, mal schauen, wann ich Zeit und Motivation dafür finde. Auch nochmal ein Video. Vom Prinzip her stellt sich jetzt mal die Frage, was sind Rebel Trains? Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass normalerweise habt ihr eure Motivation, die einfach durchläuft. Wenn ihr genug Motivation angesammelt habt, tötet ihr Rebellen. Und wenn ihr mehr töten wollt, benutzt ihr Motivations-Items oder kauft eben noch extra Motivations-Items. Ich habe das Ganze im Hintergrund auch mal aufgenommen. Leider habe ich zu früh beim ersten Mal den Aufnahmeknopf verfehlt. Also, dass bei mir noch die Reste draus sind. Es ist vom Prinzip her, dass es Allianzen gibt, wo ihr zu einer festen Zeit mit 100 Leuten in eine Allianz joint und dann werden in einer vorgegebenen Zeit eine vorgegebene Menge an Rebellen getötet. Meistens sind es 13 bis 15. Was ist der Gedanke dahinter? Das ist relativ einfach. Wenn ihr mit 100 Leuten gleichzeitig Level 4er mit 2 Hits schafft, dann bekommt ihr normalerweise mehr Diamanten wieder, als ihr ausgegeben habt. Und das ist nur der Faktor Diamanten, die Speed-Ups, Ressourcen-Items, direkte Verlagerung, hey, 24-Stunden-Bubbeln, was weiß ich, Items für euer Equip, all diese Dinge kriegt ihr oben drauf. Ihr müsst dafür natürlich einmal sicherstellen, dass ihr Rebellen two-hitten könnt. Dafür ist es wichtig, dass ihr mit euren Rebellen-Line-Ups vernünftig umgehen könnt. Es gibt ein paar Rebellen, die sind ein bisschen tricky, bei denen geht es nicht. Aber die meisten kriegt man zum Beispiel mit einem grünen oder blauen Enzo super hin. Lario hilft viel, wenn ihr den habt. Also solche Commander verbessern das Ganze. Nun ist es so, wenn ihr 15 Rebellen töten wollt und die meisten werden ungefähr 1600 Motivation ausgeben müssen für einen Angriff, dann sind das bei 2 Angriffen und 15 Rebellen ungefähr 48.000 Motivation. Die Frage ist, wie macht man das möglich? Denn der Motivationskauf ist ja begrenzt worden, nachdem die letzten Rebel Trains vielleicht in die Unendlichkeit getrieben wurden. Ich weiß auch überhaupt nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Jedenfalls könnt ihr theoretisch an jedem zweiten Tag einen Rebel Train machen, ganz problemlos, ohne Motivationsitems aus irgendwelchen Elite-Events etc. zu holen. Auch da gibt es allerdings oft sehr günstig für, ich sage einfach mal, about 4000 T4 und kriegt 1000 Motivation. Klingt erstmal nicht nach viel, aber wenn ihr das jeden Tag macht, immer mal wieder, dann sammelt sich da doch einiges zusammen. Naja, zurück einmal zu den 15 Rebellen. Theoretisch lasst ihr eure Motivation volllaufen. Es ist sinnvoll, wenn ihr 10.000 oder mehr Motivation lagern könnt. Wenn ihr in diesem Ziel nicht seid, erweckt Haley. Haley gibt euch im Prinzip pro Stern 100 mehr Motivation. Schaut bei euren Rebel-Items nach dem KVK, welche davon mehr Motivation geben und upgradet die zuerst. Nun habt ihr 10.000 Basis-Motivation von mir aus, die ihr nach dem Rebel Train benutzen könnt. Oder im Rebel Train benutzen könnt, so rum. Das heißt, ihr gebt 10.000 aus. Ihr könnt am Vortag ein 10.000er Item kaufen und lagern. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Könnt dann an dem Tag selber insgesamt 31.000 Motivation kaufen. Das sind die folgenden Items mit den folgenden, ich sag mal, Mengenbegrenzungen. Und im VIP-Shop gibt es nochmal 1000 zu kaufen. Das heißt, so kommt ihr ganz problemlos auf 51.000 Motivation und solltet damit 15 Two-Hits ganz problemlos hinkriegen. Anders als in dem Clip, der jetzt im Hintergrund durchläuft, von unserem kleinen RTD Rebel Train. Wenn ihr besonders schnell sein wollt, geht nach Pike, oder eine ähnliche kleine Stadt, denn dort spawnen die Rebellen direkt vor eurer Nase, greift die an, lauft zurück, greift die nochmal an. Theoretisch könnt ihr auch einfach zweimal angreifen, wobei, also ihr könnt einfach einen Doppelangriff machen, wobei, wenn ihr den Ehrentoken habt, würde ich persönlich immer einzeln angreifen, denn wenn ihr tatsächlich mal ein lilanes Item bekommt, bekommt ihr es doppelt und hey, mit ganz viel Glück kriegt ihr 2 Stück hintereinander und dann kriegt ihr halt 4 statt 2 plus 50% sind dann eben nur 3. Damit kann man sich, wenn ihr das wirklich jeden zweiten Tag macht, also 3 bis 4 Mal die Woche vom Prinzip her, eine ganze Menge Speed-Ups und Diamanten zusammensuchen, was sich natürlich gerade für kleine
Allianzen anbietet. Das Ganze hat meiner Meinung nach auch einen kleinen Nachteil, und zwar kriegt natürlich eure Allianz dann entsprechend weniger Kisten. Allerdings ist es natürlich für viele Allianzen nicht möglich, utopische Rebellenziele durchzusetzen, wie, ich sag einfach mal, für kleine Allianzen mit vielen Free-to-Play-Spielern, mit vielen Spielern, die vielleicht auch nicht so viel spielen, dürfte es relativ schwierig sein zu sagen, wir wollen 5 Level 4er jeden Tag von jedem Member, und in einem Rebel Train kriegt ihr halt 15. Denkt da einfach nur dran, dass wenn ihr jeden zweiten Tag einen Rebel Train macht, an dem Tag, an dem ihr keinen Rebel Train macht, gebt ein paar, paar Kisten an Orali zurück. Nun ist die Frage, wie kommt man in den Rebel Train rein? Ganz ehrlich, ich habe ewig lange keine mehr gemacht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel ENL einen Rebel Train Ali hat, ENR, die relativ häufig welche veranstalten. Ich würde also einfach mal bei ENL anklopfen zum Beispiel und nachfragen, oder bei TQL, denn da weiß ich, viele Member von TQL machen regelmäßig Rebel Trains, und hey, wenn ihr lieb und nett nachfragt, wo zum Teufel gibt es Rebel Trains, dann werden die euch das sicherlich sagen können, wie ihr auf die entsprechenden Discord-Server und mitmachen könnt. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Viel Spaß mit euren neuen Tiers und Tod den Rebellen.